Schönen Abend. Ich freue mich, bei euch zu sein und möchte euch einen kurzen Einblick geben, was denn RhinoSpider ist. Ich bin Physiker, mache computerunterstützte Chirurgie und darum geht es heute. Ich habe auch Quantentheorie gelernt, das habe ich hinter mir. Ich weiß nicht, wie viel ich verstanden habe, aber ich weiß, dass das, was ich jetzt tue, das Schwierigste ist, was ich je getan habe. RhinoSpider ist etwas, was mit computerunterstützter Chirurgie zu tun hat. Und was ist das? Das ist das Folgende. Der mit dem Auto nach Innsbruck gefahren ist, hat wahrscheinlich ein Navigationssystem im Auto. Und anhand dessen erkläre ich, was Navigation ist. Im Automobil nimmt das jeder her, das ist Standard der Technik, jeder weiß, was es ist, es funktioniert. Tatsache ist es, dass da oben in 36.000 Kilometer Höhe geostationäre Satelliten sind und der Empfänger am Auto bestimmt die Position des Autos relativ zum Satelliten. So, das ist nur eine Position. Wir brauchen eine zweite Position und das ist die Position in der Landkarte. Das ist das kleine Kästchen, wo wir lesen, wo wir sind oder wo wir hoffentlich hinfinden. Dazu nehmen wir die Position von Paris in GPS-Koordinaten, die Position von Mailand in GPS-Koordinaten und die Position von Wien in GPS-Koordinaten. Das macht ein schönes Dreieck. Für Flatlander ist das ausreichend. Wir haben die Position von Paris, Mailand und Wien im Atlas und die Position von Mailand, Paris und Wien in GPS-Koordinaten. Wir nehmen also den einen Koordinatensatz, schieben ihn zum anderen her und drehen ihn so, dass die beiden Dreiecke zur Deckung kommen. Das nennt man Registrierung. Wenn die Registrierung fertig ist, dann kann das Auto vernünftig navigieren. Es sagt, ich habe GPS-Koordinaten sowieso und übersetzt das in Landkartenkoordinaten und es zeigt den Punkt Innsbruck Hauptbahnhof Richtung Delfs oder Brenner. Soweit, so gut. Wie geht das jetzt in der Chirurgie? In der Chirurgie braucht man keine Satelliten, sondern ist alles jetzt eine Größenordnung kleiner. Wir haben Messgeräte, die sind etwa so groß und die können Positionen auf einen Zehntelmillimeter genau bestimmen. Damit wir jetzt wirklich merken, dass wir in der Chirurgie sind, und zwar in der HNO-Chirurgie, ist es natürlich auch notwendig, das adäquate Instrumentarium zu besitzen und zu verwenden. Das ist ein wunderbarer Hohlspiegel, der nicht mehr verwendet wird, weil die technische Entwicklung dank der Physiker das obsolet gemacht hat. Also, jetzt bin ich Chirurg, als der ich im Operationssaal eine Landkarte von einem Patienten besitze. Das ist eine dreidimensionale Rekonstruktion des Patienten mit CT- oder MR-Datensätzen. Und ich habe natürlich den Patienten, ich nehme mich selber her. Nachdem wir keine Flatlander sind, sondern in einer dreidimensionalen Welt leben, brauchen wir 4 Punkte, damit wir eine eindeutige Lösung finden. Wir suchen diese 4 Punkte am Patienten, 1, 2, 3, 4, und im Datensatz 1, 2, 3, 4. Diese 4 Punkte können in eindeutiger Art und Weise zueinander registriert werden und damit können wir im Patienten navigieren. Das heißt, der Chirurg nimmt bei schwierigen Eingriffen in der HNO, in den Nasennebenhöhlen oder an der lateralen Schädelbasis, im Felsenbein, im Ohrbereich, ein navigiertes Instrument her. Dieses Instrument wird getrackt von den 3D-Kameras und diese Position wird in Landkartenkoordinaten des Patienten, sprich seine CT- oder MR-Bilddatensätze, übersetzt. Das heißt in der Theorie Folgendes. Der Chirurg nimmt sein Zeigeinstrument, das im Raum verfolgt wird, und ich habe hier den sogenannten Malefiz-Tumor mitgebracht. Der sitzt im Zentrum des Hirns und kann nur sehr, sehr schwierig lokalisiert werden. Der Chirurg träumt davon, die Sonde zu nehmen, auf die Struktur hinzustellen und bekommt vom System die Antwort, ja, ja, genau, da bist du richtig, das ist die Position. Aber nein, so ist es nicht. Denn, lieber Freund, grau ist alle Theorie. Also, wie schaut die Sonde wirklich aus? Es schaut so aus. Denn alles, was wir messen, ist fehlerbehaftet. Anstatt dass wir einen Punkt messen, messen wir eine Fläche. Und dieses Netz hier ist die Materialisierung von mathematischen Formeln, die uns darstellt, wie unsicher die Position ist, die dargestellt wird. Was heißt das? Das heißt, anstatt
zu wissen, ja, das ist die Position, wo ich hin will, versuche ich hier, ich schaffe es nicht, ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist für den Chirurgen nicht erträglich. Das würden wir als Patienten auch nicht wollen. Wir wollen was anderes, wir wollen Sicherheit, sowohl als Arzt, aber ganz besonders als Patient, denn da kann durchaus einiges passieren und das würden wir nicht wollen. Wir haben uns überlegt, wir machen das Folgende. Wir nehmen die Registrationspunkte von außen und bringen sie in den Patienten hinein. Das hat den großen Vorteil, dass wir nicht mit diesem Ende der Sonde messen, sondern mit diesem. Wir bringen die Registrationspunkte näher zum Malefiztumor und wir haben größere Sicherheit und wir können ihn genauer lokalisieren. Und das ist das, was die RhinoSpider macht. Wir bringen die Punkte in den Patienten, verbessern die Registration zur Sicherheit und Verbesserung der Operationsergebnisse. Und das nennen wir Materialisation von Mathematik. Dankeschön.